Domo arigato. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar Sun und eigentlich wollte ich dieses Themengebiet Japan und Kobe Klemmbausteine mit der legendären Zero beginnen. Aber ihr habt es am Intro gesehen und es leuchtet nicht umsonst dort grün. Ich möchte euch heute von Kobe das Set 5740, die Kawasaki KI61i Hien vorstellen. Hien bedeutet Schwalbe und die Alliierten haben diese Schwalbe Toni genannt. Ziemlich lustig, oder? Und es wird noch verrückter, denn dieses Flugzeug ist eigentlich irgendwie ein deutsches Flugzeug. Warum, weshalb, wieso, hört ihr gleich in den Fakten. Kommt mit mir kurz auf den Bautisch, dann wisst ihr auch, warum ich dieses Stirnband trage. Ja, Freunde, da haben wir die Toni, nennen wir sie mal so, auf dem Bautisch liegen. Das Kubi-Set 5740, 324 Steinchen schwer mit einer Minifigur. Alles Drucke im Maßstab 1:32. Schöne Szenerie hier mit dem Sonnenunter- oder Aufgang. Und da oben die Corsair im Nacken. Die habe ich mal in einem Livestream gebaut. Ist schon ein paar Jahre her. Müsste ich euch mal vorstellen. Eine der ersten, die ganz blaue, war richtig cool. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir nämlich den japanischen Piloten mit diesem Stirnband, was ich auch getragen habe. Die sind sehr tief in der japanischen Kultur verwurzelt. Weshalb, wieso, hört ihr gleich in den Fakten. Wir sehen hier das Flugzeug, das es 29 cm lang wird und 11 cm hoch. Wir können hier das Querruder betätigen, haben ein bedrucktes Cockpit, können das Fahrwerk ein- und ausklappen und haben hier Fakten und dann natürlich ein Originalfoto. Das Flugzeug sieht sehr deutsch aus. Ihr wisst vielleicht warum. Schreibt es in die Kommentare oder wartet, bis ihr es gleich in den Fakten hört. Eine Sache noch natürlich hier an der Seite. Die Spannweite beträgt 38,5 cm. So, jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, aber wir wollen ja wissen, was sich in dem Karton verbirgt. Ja, Freunde, da ist die Schwalbe auf dem Bautisch gelandet. Schauen wir uns erst einmal die Anleitung an. DIN A4, klammergebunden, hochwertige Drucke, wie wir es kennen von Kobe. Altersempfehlung ab 7 Jahren. Wir haben hier ein Punktemonster, ein Mann, der Pfeile verschießt. Da sehen wir auch ein Pfeile-Schlund, den bösen Löwen und so weiter und so fort. Ich habe es euch gesagt, Pet Printed und die Anleitung ist auch in Europa gedruckt auf umweltfreundlichem Papier. Freunde, was will man mehr? Schauen wir uns die Anleitung an. Man baut Kobe wie folgt. Man reißt die Tüten auf und baut drauf los, denn ich kann es euch sagen, Freunde, wir haben hier 13 Kobe-Tüten und die reißen wir alle auf einmal los und sortieren uns dann die Steine, wie wir wollen und bauen drauf los, weil wir haben hier keine großen Bauschnittstüten, die gibt es sonst, Bauabschnittstüten, 1, 2, 3, 4, nein, wir haben hier 13 einzelne Tüten. Bisschen schade, denn ich finde, in den Zeiten, wo andere Hersteller anfangen, das mit Papier zu machen, dass Kobe so viel Plastiktüten hat, das gefällt mir nicht immer gut. Egal, wie baut man mit Kobe? Ganz einfach, wie mit anderen Herstellern auch. Man klemmt sie aufeinander, liest die Bauanleitung aber wie folgt. Der erste Bauschritt ist immer farblich. Die Steine, die wir brauchen, haben wir immer in diesen abgesetzten rechteckigen oder mit den runden Kantenrechtecken an der Seite oben. Pfeile weisen uns dann ganz oft den Weg. Das sehen wir hier. Der Bauschritt danach ist dann immer der farbliche und der davor ist wieder farbentsättigt. Also was wir gebaut hatten, ist dann immer in so einen schönen Grau-Weiß gehalten und was wir bauen ist farblich. Kobe hat keine Seitenzahlen, nur Bauschritte, deswegen müssen wir mal gucken, mit welchem Bauschritt wir dann fertig sind. Mit unserem Toni oder unserer Toni, das ist der Bauschritt 56, wenn wir die Toni auf diesen typischen Kobe-Stand klemmen. Mit Fahrwerk eingefahren oder ausgefahren. Ich fahre es meistens aus, finde ich cool. Hier seht ihr auch noch typisch Kobe, dass wir so kleine Legenden haben, so Anlegehilfen, dass wir sehen, hier diese 1x2er Flat-Teil, also die flache Fliese, die legen wir hier an und wissen genau, aha, da muss es hin. Wobei, bei zwei Noppen sieht man es auch, aber ich finde es ganz cool von Kobe. Ja, auf den letzten Seiten dann immer die Steineübersicht. Wenn euch ein Stein fehlt, könnt ihr es kontrollieren. Gleich hier unten anmeckern und dann gibt es immer etwas, was uns den Mund wässrig macht, nämlich Werbung. Diesen dicken Brummer habe ich euch schon vorgestellt, diesen Brummer auch. Seht ihr alles oben auf dem Regal, beziehungsweise das hier und das hier und das hier, alles findet ihr auf dem i oben in der Ecke auf meiner Kobe-Playlist. Schaut mal vorbei. Genug geredet über das Set. Jetzt wollen wir gleich Fakten hören, deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei den Fakten zur Kawasaki, zur Toni und mir viel Spaß beim Klemmen, liebe Freunde.
Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und natürlich sprechen wir heute über das grundlegende historische Vorbild vom Kobiset 5740, die Kawasaki KI61i Hien. Die besagte Maschine, auch bekannt als Tony im Alliiertencode, war ein faszinierendes Jagdflugzeug, das während des Zweiten Weltkriegs von Japan eingesetzt wurde. Entwickelt von Kawasaki Heavy Industries war die KI61i das erste in Serie produzierte japanische Kampfflugzeug mit einem wassergekühlten V-Motor. Diese Entscheidung wurde aufgrund der Knappheit von zuverlässigen luftgekühlten Motoren in Japan getroffen. Interessanterweise hatte der wassergekühlte H40-Motor Ähnlichkeiten mit dem Daimler-Benz DB601-Motor, der in der deutschen Heinkel He100 verwendet wurde. Dies war auf die Zusammenarbeit zwischen Heinkel und Kawasaki zurückzuführen, bei der Technologien und Designmerkmale ausgetauscht wurde. Die Konstruktion der Maschine wurde stark von der Heinkel He100 und der He112 beeinflusst. Interessant ist, dass die Japaner beide Flugzeugtypen von den Deutschen gekauft hatten und anschließend ausgiebig in Japan testeten. Zu den in Deutschland erworbenen Maschinen gehörte neben anderen auch der Jagdeinsitzer Messerschmitt Bf 109. Chefkonstrukteur war Takeo Doi, der vom deutschen Richard Vogt, seinem Vorgänger im Amt des Chefkonstrukteurs bei Kawasaki, ausgebildet worden war. Die KI61i Hien hatte ein ungewöhnliches Design für japanische Verhältnisse. Sie verfügte über eine vollständig geschlossene Kabine, die den Piloten vor den Elementen schützte. Dies war eine willkommene Verbesserung gegenüber den offenen Cockpits anderer japanischer Flugzeuge, die den Piloten der Witterung schutzlos ausgeliefert ließen. Das Flugzeug war aerodynamisch gestaltet und verfügte über eine einziehbare Hauptfahrwerkseinheit, die im Flug für eine geringe Luftreibung sorgte. Bewaffnet war die KI61i Hien mit zwei 20 mm Kanonen und zwei 12,7 mm Maschinengewehren. Diese Waffenkombination erwies sich als äußerst effektiv im Luftkampf gegen alliierte Flugzeuge. Die 20 mm Kanonen waren in den Flügeln montiert, während sich die Maschinengewehre in der Motorhaube befanden. Diese Anforderung ermöglichte eine konzentrierte Feuerkraft und eine gute Zielverfügung. Die Kawasaki KI61i Hien wurde nicht nur als Jagdflugzeug eingesetzt, sondern fand auch Verwendung bei Bodenangriffen und der Unterstützung von Bodentruppen. Sie erwies sich als flexibel einsetzbar und konnte Bomben und Raketen tragen, um Ziele am Boden effektiv anzugreifen. Trotz ihrer beeindruckenden Leistung hatte die KI61i Hien mit einigen technischen Problemen zu kämpfen. Insbesondere der wassergekühlte V-Motor stellte eine Herausforderung dar. Die Motoren neigten dazu, überhitzt zu werden, was zu Leistungsverlusten, in einigen Fällen sogar zu Abstürzen führte. Dies war ein Problem, das während des Einsatzes behoben werden musste, um die Einsatzfähigkeit des Flugzeugs zu verbessern. Während des Zweiten Weltkriegs fanden einige der bekanntesten Einsätze der KI61i Hien bei der Verteidigung der japanischen Inseln gegen alliierte Luftangriffe statt. Besonders während der Schlacht um Okinawa zeigte die KI61i ihre Fähigkeiten im Luftkampf. Trotzdem war die KI61i aufgrund der begrenzten Produktionskapazitäten Japans nicht in der Lage, in ausreichender Stückzahl hergestellt zu werden, um einen entscheidenden Einfluss auf den Kriegsverlauf zu haben. Insgesamt war die Kawasaki KI61i Hien ein bemerkenswertes Flugzeug mit ihrer schnellen Geschwindigkeit, ihrer effektiven Bewaffnung und ihrem ungewöhnlichen Design. Die Verbindung zu Heinkel He100, die ähnliche Technologien und Designmerkmale aufwies, verdeutlichte den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit bei der Flugzeugentwicklung während des Zweiten Weltkrieges. Ja, Freunde, das waren jetzt einige Fakten. Es gibt nachher noch bei den Bildern einige mehr. Vor allen Dingen, wenn wir über das Stirnband des Piloten sprechen. Freunde, jetzt aber viel Spaß beim Review vom Kobiset 5740. Nach 57 Minuten Bauzeit steht sie da, unsere Kawasaki KI61i Hien, von den Alliierten Tony genannt. Das Kobiset 5740, 324 Steinchen und eine Minifigur, die ich schon im Cockpit drapiert habe, ähnlich wie auf dem Karton. Ich habe euch gesagt 324 Steinchen, das sind einmal ein Kopf, eine Mütze und ein paar Bügelperlen plus den Bügelperlen-Applikator, der übrig geblieben ist, sowie hier auch 3 Bolzen. Also wir kriegen hier ein bisschen was on top.
inkludiert in den 324 Steinchen. Optisch ein schöner Vogel, schaut ihn euch an, kommt gut daher, aber er hat einige Schwächen, die mir das Set auch wirklich madig gemacht haben. Der Bau ging zügig von der Hand, 57 Minuten, ich habe es euch gesagt, für 324 Steinchen, cool. Die Drucke auch alle ganz toll, bis auf den hier hinten, aber kommen wir gleich dazu. Ich habe ein großes Problem mit diesem Set und das ist generell diese Farbe. Das Ding kommt daher im British Racing Green und seht ihr das? Auch hier sehr scheckig. Also dieses Grün ist nicht überall richtig durchgehend grün, plus dass wir hier natürlich jeden Toucher sehen. Gut, die sind von mir, aber dieses Grün und dieses ABS, dieses gepresste, das wirkt halt nicht durchgehend und wirkt halt auch irgendwie, wie soll ich sagen, schon mal benutzt. Lustigerweise sieht man auch die ganzen Kratzer bei Kobis eigenen Produktvideo, so im Shortformat. Da sieht man auch, dass das hier alles irgendwie ein bisschen used aussieht. Und dann habe ich noch ein großes Problem mit diesem Set und das zeige ich euch jetzt einmal. Der Stand ist so wie immer klassisch, wie wir ihn kennen, mit der schönen Fliese, schön bedruckt, das ist cool. Wie immer haben wir keinen Fuß für die Minifigur, die diesmal ja sogar, ich habe es euch gesagt, hier ein Wechselgesicht hat. Eigentlich schade, da könnte man doch eigentlich hier ein paar Noppen spendieren. Kobi, ich weiß nicht, warum du das immer so machst und mal wiederum so. Ja, schauen wir uns das Flugzeug an. Wir sehen hier diese typische Heinkel-Form. Ich habe es euch gesagt in den Fakten. Kommt daher, wenn ihr mal War Thunder gespielt habt oder euch mal generell für die Heinkel-Flugzeuge, die He 100 und He 112 interessiert habt, dann sieht man da schon gewisse Ähnlichkeiten. Dieses Design sieht schon sehr deutsch aus. Cool ist diese Flügelpfeilung, die wir hier unten mit Hinges bzw. mit Balljoints hinbekommen, das gefällt mir richtig gut. Aber jetzt seht ihr auch schon das, was mir gar nicht gefällt, was ich richtig blöd finde. Und ihr wisst, ich mag Kobi sehr, aber was soll das hier? Das seht ihr auch bei Kobis Produktvideo. Wir klemmen hier diese Formteile für die Abgasanlage in die Noppe rein und dann steht sie aufgrund dieses Formteils für die Motorhaube links und rechts ab und das sieht einfach blöd aus. Das gefällt mir nicht. Von unten Kobi wird er immer besser, was das Verfließen angeht. Wir können auch hier das Fahrwerk einklappen, finde ich gut. Und das Spornrad hier hinten ist auch zum Bewegen, gefällt mir auch gut. Wir haben auch hier quasi ein Verbundsystem an den Formteilen, dass wir hier ineinander greifen. Habt ihr beim Bauen vielleicht gesehen, dass hier das Höhenruder so ineinander passt an Steinen. Finde ich auch cool. Gefällt mir auch, dass wir hier die vielen Drucke haben, bis auf diesen hier, weil den finde ich irgendwie, das Grün ist halt ein anderes. Gefällt mir das richtig gut und halt hier die Minifigur, die auch cool bedruckt ist, aber gucken wir gleich mal. Ihr merkt, ich bin ein bisschen in Rage, einfach weil hier, man sieht das scheckige Grün und dieses hier finde ich blöd. Aber jetzt kommen wir zu etwas noch anderem, was ich blöd finde. Das ist dieser Kasten hier. Der ist für den Stand, aber der passt da auch irgendwie gar nicht rein. Also ich weiß, dass er schwer ist, vielleicht unterzubringen bei so einer runden Form, aber diesen Kasten hier, nur damit es auf den Stand passt, ich weiß nicht, irgendwie sieht das nicht gut aus. Hier die Drucke für die Bewaffnung cool, die Spitze vom Propeller cool. Auch die Haube hier ist cool bedruckt. Ne? Hier ist die Bautechnik, deswegen wisst ihr auch, warum wir hier Bolzen über haben. Ach, ihr seht sogar schon hier, da ist mir der eine Bolzen verschütt gegangen. Egal, hält trotzdem hier drauf genoppt, fertig aus, alles gut. Ne? Auch hier farblich nicht ganz, aber egal. Das finde ich viel schlimmer, diese Luftauspuffe, nennen wir es mal so. Hier, da haben wir auch einen schönen Druck, das gefällt mir. Auch hier diese Abschusszeichen am Cockpit gefällt mir auch richtig gut. Optisch also ein schönes Flugzeug, auch die Formteile hier, die Drucke cool, aber dann die Farbe und diese blöden Fehler hier mit den Abgasanlagen. Das weiß ich nicht, das gefällt mir nicht, Freunde. Ihr könnt ja mal bitte eure Meinung dazu in die Kommentarsektion schreiben. Bin ich jetzt hier pingelig? Mache ich jetzt hier einen auf negative Verstärkung, damit das Video Klick bringt? Oder stelle ich mich an? Bitte mal eure Meinung sagen. Sonst optisch natürlich schön. Schauen wir uns die Minifigur an, denn darüber wollte ich mit euch ja noch sprechen. Wir fahren das Fahrwerk mal aus und wir stellen das Fahrzeug jetzt mal hier. Nicht auf dem Stand, weil ich einfach diesen Klotz hier blöd finde. Da haben wir die Minifigur mit dem Stirnband, zu dem wir gleich nochmal kommen. Es gibt Fakten zu diesen Stirnbändern, wenn wir in die Detailfotos gehen. Also es lohnt sich noch ein bisschen dran zu bleiben. Der Typ ist etwas böse, angespannt, er schreit etwas. Er hat diese typische japanische Fliegermontur an mit diesem Wollkragen. Man kennt das aus Filmen.
Finde ich cool, auch hinten bedruckt hier mit dem Gurtzeug für den Fallschirm und auch schöne Stiefel. Jetzt packen wir den Kopf mal ab. Boah, geht sehr schwer ab. Rechts seht ihr natürlich die Figur nochmal in groß. Und hier mit der Fliegermütze sieht der Herr dann schon wieder sehr viel freundlicher aus. Schaut mal, da guckt er halt, wie man es kennt, wenn man aus dem Land des Lächelns kommt. Ja, Freunde, ich habe es euch gesagt, Licht und Schatten bei der Kawasaki, aber ihr bekommt jetzt gleich nochmal ein paar Detailbilder. Dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Und wie gesagt, wenn ihr findet, ich übertreibe hier, dass ich sage, dass ich das blöd finde, einfach bitte in die Kommentare schreiben, denn eure Meinung ist mir wichtig. Also jetzt Detailfotos und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr ein paar Detailbilder, damit ihr euch selber nochmal ein paar Eindrücke machen könnt vom Set, unabhängig von meiner Meinung. Ich habe beim Review mich ja beschwert über diesen Klotz, wo der Stand reinkommt. Und natürlich hat die Kawasaki KI61i dort einen Lufteinlass, der auch sehr klobig daherkommt, aber ich finde trotzdem, dass Kobi das hätte schöner lösen können. Und während wir hier die Bilder sehen unserer schönen Kawasaki, möchte ich mit euch noch über die Hachimaki sprechen. Das sind die traditionellen japanischen Stirnbänder, die unser Pilot hier auch trägt, wahrscheinlich Anlehnung an einen Kamikaze-Pilot. Was hat es denn mit diesen Kopfbändern auf sich? Naja, die früheste Erwähnung von Stirnbändern in Japan geht auf die Heian-Zeit zurück. Die war von ca. 794 bis 1185. Ursprünglich waren sie auch kein Kleidungsstück des täglichen Gebrauchs, sondern zeigten außergewöhnliche Umstände wie religiöse Rituale, Krankheit oder auch Krieg an. Gängiger ist aber vermutet, dass diese Bänder von den Samurai kommen, von der japanischen Kriegerkaste, die nämlich einfach, damit ihre Helme nicht verrutschen, sich solche Bänder um den Kopf bunden und somit halt auch noch der Schweiß aufgefangen wurde und auch die Haare und der Helm besser passte. Bis heute gelten diese Bänder als Zeichen für Konzentration, Willenkraft und Durchhaltevermögen und sollen auch die bösen Geister vertreiben. Deswegen haben die Shimpo Tokotai, die Kamikaze-Spezialangriffstruppe, die Kamikaze-Eingriffe durchgeführt haben, sich diese Bänder auch beim Start, bei der Zeremonie umgebunden. Während des Fluges eher nicht, da eher ihre Fliegerkappe aus Leder, denn sie wollten ihr Ziel ja treffen und ihr Kopf sollte nicht einfrieren oder Schaden nehmen, deswegen eher nicht. Es gibt angeblich heute noch Frauen, die sich bei der Geburt ein Hachimaki umbinden, nämlich um Kraft und Stärke zu haben, um das alles durchzustehen. Ihr seht also ein tief verwurzelter Brauch in der japanischen Kultur und bei mir auf dem Stirnband steht übrigens Ninja, aber dazu später gleich nochmal bei meinen letzten Worten mehr. Und bevor ich zu meinen letzten Worten abgebe, noch der Hinweis, dass ihr alle Fakten zum Set unten in der Videobeschreibung findet, von der Größe, von der Spannweite, vom Preis, vom einzelnen Teilepreis bis über Bezugsquellen, alles unten in der Videobeschreibung. Und jetzt, Freunde, wirklich zu meinen letzten Worten. Ja, Freunde, da ist das Video schon zu Ende. Euer Ninja Blockstar hat jetzt hier seine Meinung kundgetan und nicht wundern, ja, da steht wirklich Ninja drauf. Das kommt davon, wenn man die Verkleidung bei billigen Stores bei Amazon kauft. Aber ihr habt ja ein bisschen gerade erfahren und ich habe mich aufgeregt über dieses Flugzeug hier und es gibt noch eine Sache, die ich auch noch erwähnen könnte, die habe ich aber vor lauter mich in Rage reden, für meine Verhältnisse auf jeden Fall, vergessen. Nämlich, dass wir hier im Cockpit Noppen haben, also die Figur nur reinschmeißen, keinen dieser Kobi-typischen Sitze. Ja, also ein Flugzeug, was von außen schön aussieht, was zu bauen Spaß macht, was aber dann doch in der B-Note ganz große Abzüge habt. Also kauft es euch nur, wenn ihr Sammler seid. Von mir hier, glaube ich, zum ersten Mal. Muss auch mal sein. Keine Kaufempfehlung, oder? Muss doch auch mal sein. Man muss ja nicht immer alles hier, hurra, auch wenn ich es optisch feiere. Egal, eure Meinung ist wichtig. Schreibt mir die bitte unten in die Kommentare und vielleicht verbuchen wir dieses Video am Ende einfach als kleine Lehrstunde in Technik und Kultur von Japan. Denn was mich auch wieder ganz doll genervt hat, ist hier, man hat zwei Köpfe, man hat eine besondere Minifigur, aber keine Noppen. Bei den beiden Amis da oben, da ging es auch. Ihr seht sie da oben hier stehen, aber hier nicht. Dieses Missverhältnis bei Kobi finde ich immer ein bisschen komisch. Und ich glaube, bei der Sturmovik
hat man auch wieder Noppen für die Minifigur. Wenn dann, Kubi, zieh's doch bitte durch. Hör doch mal bitte auf mich. Und Leute, schreibt's bitte in die Kommentare, ob ihr auch so eine Noppe für die Figur gerne hättet. Eure Wünsche unten bitte reinballern. In diesem Sinne, Freunde, möchte ich mich bei euch nochmal bedanken fürs Zuschauen, fürs Abonnieren und fürs Kommentar da lassen und für, wahrscheinlich lasst ihr auch einen Daumen hoch oder runter da. Dafür an meiner Stelle vielen herzlichen Dank. Und wie immer bei einem Review eines Flugzeugmodells wünsche ich euch einen guten Flug, habt eine schöne Zeit, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.